Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Die Kiste steht schon wieder auf der Werkbank, auf der Hebebühne, weil ich ein bisschen was machen will daran. Wir haben jetzt Juli, das ist eines der ersten Videos, die ich mache nach der Pause. Und ich habe ein paar Themen, habe mir ein bisschen was ausgedacht für euch, worüber wir heute ein bisschen sprechen werden. Das sind zum einen diese kleinen Kameraden hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, genau. Dann haben wir zum anderen diesen Kollegen hier. Vielleicht der eine oder andere weiß, was das ist. Das ist die Lambda-Sonde, die im Vorschalldämpfer Katalysator verbaut ist. Das ist die alte Lambda-Sonde, die drin war, die habe ich schon rausgemacht. Ja, und es geht um all das, was für einen perfekten Motorlauf, einen guten Motorlauf, eine gute Leistung, um diese ganzen Themen geht. Wenn dich das interessiert, dann bleibst du einfach dran. Nach dem Intro geht's los. Wir machen erstmal ein bisschen Theorie, weil diese kleinen Einspritzdüsen auszutauschen hier, das sind die Originalen, das ist ein Pille-Palle-Kram. Lambda-Sonde habe ich schon raus, hatte ich schon gesagt. Wer eine hat, also die Fahrzeuge mit Katalysator, die sitzt im Katalysator drin. Ja, die kann man rausschrauben und sie dann wieder einsetzen. Ganz klar. Aber erstmal zur Theorie. Mit was funktioniert eigentlich so ein Motor? Zum einen haben wir da Kraftstoff, der Tank ist jetzt gerade nicht dran. Zum anderen haben wir Luft über den Luftfilter, über die Ansaugbrücke, beziehungsweise über den Ansaugtrakt beidseitig bei dem Zweizylinder. Das ist im Übrigen bei allen Motoren gleich, also ist jetzt nichts Spezielles für den Boxermotor, aber den habe ich jetzt halt hier. Also wir haben Kraftstoff, wir haben Luft und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Spannung, Strom, um das Ganze letztendlich zu betreiben. Machen wir erstmal den Kraftstoff. Wir haben den Tank und wir haben im Tank in diesem Fall eine Kraftstoffförderpumpe und einen Filter, einen Kraftstofffilter. Das ist das eine. Die Kraftstoffförderpumpe wird über die Batterie angetrieben. Das heißt, wir brauchen also Spannung, dass der Kraftstoff überhaupt erst in Richtung Einspritzventile gefördert werden kann. Zwischen dem Tank und den Einspritzventilen sitzt eine Druckdose, die den Druck reguliert, der von der Pumpe ankommt und ihn dann letztendlich über die Leitungen, über die Kunststoffleitungen zur Einspritzdüse freigibt oder durchfördert halt einfach. So, das sind diese Komponenten, die den Kraftstoff in den Motor zerstäuben oder hineinbringen, dass wir erstmal Kraftstoff- und zündfähiges Gemisch herstellen können. Am Ende ist natürlich dieser Reihe, Tank, Pumpe, bla bla bla, dieses Ventil, diese beiden Einspritzventile. Die sitzen im Ansaugtrakt drin, also in der Drosselklappeneinheit, und zerstäuben im Normalfall den Kraftstoff, der dort mit einem Druck von etwa 3 bar ankommt, in den Zylinder, also durch die Einlassventile in den Zylinder, elektrisch. Die werden elektrisch angesteuert, das ist nichts anderes wie ein Magnetventil und die machen eben, je nachdem, was der Motor braucht, was die Motronik errechnet, machen die eben auf und zu. So fertig, mehr ist das gar nicht. Das ist der Teil vom Kraftstoff. Dann haben wir noch die Luft. Die Luft kommt auf der anderen Seite über den Ansaugschnorchel, dieses lange Kunststoffteil in dem Fall, hier oben in den Luftfilterkasten und wird dort durch den Luftfilter, durch einen Serienluftfilter oder durch einen Nachkauf, Sportluftfilter, K&N, was auch immer, gefiltert und geht dann über die beiden Rohre hier auf beiden Seiten an der Drosselklappe vorbei, vermischt sich mit dem Kraftstoff, der hier über die Einspritzventile ausgelöst wird und im besten Fall fein vernebelt wird es vermischt und gelangt so zusammen in den Zylinder.
Wir haben bei diesen Modellen aber hier oben auf dem Luftfilterkasten noch einen Stecker, hat vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gesehen, einen Stecker mit einem Sensor. Das ist ein Ansaugtemperatursensor, also ein Temperaturfühler. Der misst die ankommende Luft von draußen, welche Temperatur sie hat, und meldet das ans Steuergerät. Dann weiß der Motor, okay, kalt oder warm, je nachdem, und kann dementsprechend seine Arbeit verrichten. Was der dann genau verrichtet, das sehen wir im Folgenden. Das ist der erste Punkt, wo das Steuergerät etwas nimmt, eine Daten im Prinzip nimmt, mit denen es etwas errechnen kann. Ansaug-Lufttemperaturfühler. Wir sind dann schon an einem ganz, ganz wichtigen Punkt in diesem ganzen System. Das gehört alles zusammen. Der Endtopf, die Lambda-Sonde, Einspritzventile, Drosselklappen, etc. etc. Ein ganz wichtiger Punkt, darüber habe ich schon ein Video gemacht, über die Synchronisierung dieser beiden Drosselklappen. Auf der anderen Seite drüben haben wir ja diesen kleinen Kasten, ne, kennt jeder von euch bei den Boxermodellen. Ein kleiner schwarzer Kasten, der verstellbar ist, mit einem Kabel und einem Stecker dran. Das ist ein Potentiometer, der auf der Drosselklappenwelle oder der mit der Drosselklappenwelle lose verbunden ist. Das heißt, wenn wir den Gasgriff hier ziehen, drehen wir über den Zug die Drosselklappe auf und gleichzeitig dreht sich auch dieser Potentiometer innen drin, der dem Steuergerät sagt, ich stehe auf 7:30 zum Beispiel. Ganz wichtige Einstellung, wenn die nicht stimmt, also dieser Potti, wenn der nicht stimmt, läuft der Motor eben halt nicht gescheit. Man kann das justieren. Wie man das justiert, da wird es auch ein Video drüber geben. Darum geht es aber heute nicht. Der wichtige Punkt dabei ist diese Synchronisierung. Das heißt, beide Drosselklappen, die hier gelagert sind, beide Drosselklappen müssen über den gesamten Drehzahlbereich unter Last, also wenn wir fahren, müssen die gleichmäßig aufgehen und müssen auch so bleiben. Wenn eine Drosselklappe weiter zusteht und die andere weiter offen steht, dann bekommen wir auf der einen Seite zu der gleichen Menge Sprit rechts wie links mehr oder weniger Luft. Das heißt, sie läuft auf einem Zylinder etwas fetter oder etwas magerer. Deshalb ist es wichtig, dass die beiden Drosselklappen exakt gleich aufgehen. Im Leerlauf sind die Drosselklappen 5 Grad stehen die, glaube ich jetzt, ja, 5 Grad sind sie zu sozusagen. Und die Luft, die der Motor braucht, um im Leerlauf zu laufen, die nimmt er über diese Sekundärluftkanäle, der also vor der Drosselklappe anfängt, von der Seite des Luftfilterkastens aus gesehen, und nach der Drosselklappe mündet. Darüber und über den Spalt, den die Drosselklappe ohnehin hat, bekommt der Motor genug Luft, dass er im Stand bei 1100, 1150 Umdrehungen laufen kann. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, warum ist das wichtig? Wir müssen die gleiche Menge Sprit haben, rechts wie links, und wir müssen die gleiche Menge Luft haben, damit auf beiden Zylindern ein passendes Gemisch aus Luft und Kraftstoff vorhanden ist, was im jeweiligen Arbeitstakt eben dann verdichtet werden kann, gezündet werden kann und somit für diesen Motor damit er läuft, ne? Ganz klar. So. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch zum Beispiel hier, ich sehe das immer wieder, diese kleinen Gummikappen hier, ne? Diese kleinen Gumminupsis, die halten nicht ewig. Und ich habe auch schon gehört, dass Leute die geklaut bekommen haben. Also es gibt wohl Leute, die diese Dinger irgendwie sammeln, keine Ahnung, irgendwie. Die müsst ihr kontrollieren, das ist ganz wichtig. Selbst wenn sie noch da sind, sind die nach einer gewissen Zeit eben halt kaputt, porös, reißen ein und irgendwann fallen sie halt dann einfach ab. Und dann kann der Motor an der Stelle Fehlluft ziehen. Das heißt, er zieht nach der Drosselklappe hier nochmal zusätzlich Luft. Was passiert? Die Menge an Luft, die wir hier über die Drosselklappe oder im Leerlauf haben, die wird erhöht. Mehr Luft, gleicher Sprit, der Motor magert ab. Das ist ein Punkt hier. Ganz wichtig, diese kleinen Kappen, dass die drauf sind und dass ihr die nach der Synchronisierung am besten erneuert oder eben halt immer kontrolliert, dass sie auch da sind. Wir bedienen die Drosselklappen über unsere Seilzüge.
Einmal auf der rechten Seite der Gaszug und einmal, wenn wir starten, auf der linken Seite die Kaltstartanhebung. Die Kaltstartanhebung macht bei diesen Fahrzeugen nichts anderes, als die linke Drosselklappe, also bei diesen Fahrzeugen über den Seilzugverteiler, aber bei den 1100ern beispielsweise war das eben nicht so. Da gab es einen Zug, der durchging. Da wurde die linke Drosselklappe angezogen bei den 1100ern und gleichzeitig auch die rechte Drosselklappe. So wurde im Prinzip nichts anderes gemacht, wie wenn ich einfach hier diesen Gasgriff so ein paar Millimeter ziehe und die Drosselklappe einfach ein bisschen weiter aufstehen lasse. Das hat nichts mit einem Choke zu tun. Bei einem Choke läuft das ganz anders. Da wird das Gemisch fetter gestellt, dass der Motor am Anfang etwas besser läuft. Und man stellt den Choke dann wieder zurück. Oft kennt man das als Drückhebel oder so irgendwas. Bei den unterschiedlichen Modellen, Japaner, was weiß ich, überall anders gemacht. Das ist Choke, aber hier haben wir nur eine Kaltstartanhebung. Ja, und was ist mit den Zügen? Hier haben wir hier unten drunter, etwa in diesem Bereich, haben wir einen Seilzugverteiler. Da geht der Gaszug oben rein, da geht der Kaltstartanhebungszug oben rein und da kommen zwei kurze Züge raus, die jeweils rechts und jeweils links auf die Drosselklappeneinheiten gehen. Das sind die Teile, die wir verstellen müssen, wenn wir die Synchronisierung einstellen. Auch diese Züge unterliegen natürlich im Verschleiß, ganz klar. Wir haben zum Beispiel hier oben eine Umlenkung am Gasgriff. Da gibt es im Übrigen auch einen Reparatursatz dafür, den man dann auch einbauen sollte, wenn man Züge erneuert. Und das ist halt irgendwann auch das Thema, dass die Züge nicht mehr richtig gehen, dass die schwer gehen, dass es einfach nicht mehr so passt. So ein Zug ist nicht für die Unendlichkeit gemacht. Ja? Also das ist natürlich Voraussetzung, dass der Zug einwandfrei oder dass alle Züge einwandfrei laufen für eine ordentliche Synchronisierung. Was bringt es denn, wenn der Zug hier hängen bleibt, weil er irgendwo innen drin vergammelt ist? Dann funktioniert das Ganze schon gar nicht mehr. Habt ihr keinen Spaß dran? Deswegen gehören natürlich die Züge dazu, dass man die erneuert oder eben halt überprüft, ob sie überhaupt noch funktionieren. Wenn wir die Synchronisierung gemacht haben und beide Drosselklappen exakt über den Synchrotester, egal ob wir zwei Böhm-Uhren nehmen oder ob wir den Twinmax benutzen, egal was wir benutzen, wenn wir beide Drosselklappeneinheiten synchronisiert haben, werden in allen Drehzahlbereichen die Drosselklappen gleich weit aufgezogen. Das heißt, wir haben die Luftmenge genau eingestellt, die über den Luftfilterkasten in den Zylinder strömt, in den Arbeitstakten. Was ist aber eigentlich mit diesem Kraftstoff, mit dieser Kraftstoffmenge und wie der da in den Zylinder gelangt? Eine ganz große Frage. Diese Düsen, die original verbaut worden sind, hat alles gepasst, wunderbar. In der Serie kann man sich das so vorstellen, der Mechaniker oder der Mitarbeiter nimmt die Düse aus einem Setzkasten, baut die hier rein, nimmt die nächste aus dem Setzkasten, baut die auf der anderen Seite ein. Und für gewöhnlich ist das auch ausreichend für einen ganz normalen Motorlauf. Aber diese beiden Düsen können unter Umständen unterschiedlich voneinander arbeiten. Das heißt, wir regulieren die Luft über die Synchronisierung, alles perfekt, wir machen das zu 1000% perfekt, aber wir kriegen unterschiedliche Mengen an Kraftstoff in den Zylinder. Auf der einen Seite ein bisschen mehr, auf der anderen Seite ein bisschen weniger. Und wenn sie älter werden, kann es passieren, dass die Dinge anfangen zu tropfen oder nicht mehr richtig zerstäuben, so wie es sein, nicht mehr so fein verstäuben, wie es sein soll. Und schon haben wir ein Problem beim Motorlauf. Ja, wenn nicht mehr genug Kraftstoff durchkommt, dann kann es sein, dass der Motor abmagert oder dass eben es gar nicht mehr sprüht, sondern eher tropft oder läuft. Ja? Dann haben wir keine ordentliche Verbrennung. Ja, die Zylinder können verkoken, alles Mögliche kann passieren. Und da kommen die Teile, die ich euch am Anfang gezeigt habe, zum Einsatz. Und zwar sind das Einspritzdüsen von Bosch, die von den 12er-Modellen sind. Das ist das eine, das ist also ein neueres, ein moderneres Bauteil, die zerstäuben den Kraftstoff wesentlich feiner, als es die Seriendüsen machen. Und ganz besonders, diese Düsen, wir haben ja 2 Stück davon, ne? Also 2 Stück, und die werden von der Firma Tills ausgeliefert,
sozusagen. Es wird also geprüft, bevor die im Set verkauft werden, welche Menge an Sprit läuft hier je Zylinder eigentlich durch. So, und die Menge von diesen beiden soll annähernd gleich sein. Ne? Da kann man nichts dran einstellen, aber man kann beispielsweise von 100 solcher Düsen immer wieder 2 rausfinden, die annähernd exakt gleiche Mengen durchbringen. Das ist schon ein Riesenunterschied zu dem, was hier werkseitig oder serienmäßig gemacht wird. Ja, das wird dort nicht so gemacht. Und wenn wir die Düsen einbauen, haben wir zum einen den Vorteil, dass diese Düsen viel, viel feiner verstäuben. Das heißt, es kommt ein ganz feiner Sprühnebel in Richtung Zylinder, der sich mit der Luft vermischt. Und dadurch entsteht natürlich ein viel besseres, zündfähiges Gemisch. Ist ja logisch. Wenn ich da einen Tropfen, 2 Tropfen einfach reinträufel, ja, was soll da passieren? Ne? So, das ist das eine. Und das andere ist, wir haben auf beiden Seiten die gleiche Menge an Sprit, der dort durchläuft. Mehr können wir nicht tun. Wir können nur die Synchronisierung einstellen und hingehen und können da etwas ändern. Und dafür sind diese sogenannten getilgten Düsen zuständig. Dann haben wir hier den Kraftstoff und die Luft, das haben wir alles, passt alles wunderbar, perfekt. Dann kommen wir aber noch zu dem Brennraum, zu dem Zylinder. Was passiert denn dort eigentlich? Wir haben hier 4 Ventile drin, bei den 4 Ventilern. Ne? Wir haben eine Steuerkette da drin, wir haben eine Nockenwelle da drin, Kipphebel, das alles. Wir haben Ventilfedern und der ein oder andere hat von euch mit Sicherheit schon mal darüber was gehört, über das Ventilspiel einstellen. Und immer wieder treffe ich auf Leute, die das einfach nicht machen, die davon noch nie was gehört haben oder sie können das selber zum Beispiel nicht machen. Und es gibt immer wieder Probleme, dass Motoren keine Leistung mehr haben, dass Ventile kaputt gehen und so weiter und so fort. Nur als Information, bei diesen Motoren, alle 10.000 Kilometer sind die Ventile im Rahmen einer Wartung bzw. Inspektion einzustellen oder mindestens zu überprüfen. Und wenn sie nicht passen, müssen sie halt eben eingestellt werden. Auslassseitig 2 Ventile. Das Ventilspiel beträgt im kalten Zustand, wenn man es genau nimmt, maximal 30, 35 Grad Außentemperatur. Also irgendwo bei 50 Grad in der Sonne funktioniert es dann auch nicht so gut. Auslassseitig 30, also 0,3 mm und einlassseitig 0,15 mm. Warum brauchen wir das Spiel? Ganz einfach. Wenn der Motor kalt ist und startet, ist dieses Spiel vorhanden. Wenn der Motor warm wird, und das passiert hier in diesem Bereich relativ schnell, weil wir ja dahinter die Verbrennung haben, im Verbrennungsraum, dann dehnen sich die einzelnen Materialien aus, die Ventile und so weiter und so fort. Und diese Ausdehnung ist so groß, dass am Ende, wenn der Motor heiß ist, also gefahren wird, das Spiel nahezu null ist. Somit arbeiten die Ventile einwandfrei und es entsteht kein Klappern, kein Ventilklacken, das wir kennen. Also wenn Ventile zu weit stehen, dann kann es sein, dass die Kipphebel da eben halt immer wieder draufschlagen und dann gibt es eben dieses typische Ventilklappern. Ich hoffe jetzt, dass der Regen da draußen nicht so extrem laut ist, dass man das hier so hört. Wir haben nämlich Gewitter. Ich glaube, das ist angekommen. Ich habe auch ein Video darüber gemacht, wie man Ventile einstellt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, weil was passiert? Wenn wir beispielsweise unsere Ventile einstellen und stellen die Kipphebel auf den Ventilköpfen Nullspiel ein. Auslass wie Einlass. Wobei das größere Problem entsteht im Prinzip auf der Auslassseite, weil die eben halt auch wärmer wird. Wenn wir das also so machen, dann läuft der Motor, wenn er kalt ist. Es klappert nichts, ganz klar, weil kein Spiel da ist. Und wenn er warm wird, dehnen sich die Materialien trotzdem aus. Und da die Ventile federgelagert sind, was passiert? Die Ventile werden länger, sagen wir mal, ne? Erst sind sie so, dann werden sie so. Auf diese Seite her zum Kipphebel können sie nicht, weil da ist es begrenzt durch den Kipphebel. Aber sie können auf die andere Seite Richtung Verbrennungsraum, weil sie ja federgelagert sind. Ne? Sie können ja durch die Feder kommen sie immer wieder zurück. Die werden immer wieder in ihren Sitz normalerweise zurückgezogen. Wenn aber von der anderen Seite dagegen jemand steht und drückt dagegen,
Da geht es nicht mehr. Und was passiert in der Folge? Die Ventile stehen einen Spalt offen. Die Folge daraus ist Leistungsverlust, ist klar. Aber noch viel schlimmer ist die Tatsache, dass, oder da muss man anders anfangen, das Ventil hat im Zylinder einen Ventilsitz. Dieser Ventilsitz ist exakt passend für dieses Ventil. Da redet man von Ventile einschleifen, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht darüber. Und das muss so dicht sein, dass wenn man einen Zylinder auf den Tisch legt und kippt dort oben Kraftstoff rein oder Wasser oder was auch immer, dann müssen die so dicht sein, dass das Wasser oder das Kraftstoff oder Alkohol, was auch immer, da drin stehen bleibt und nicht abläuft. Punkt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass der Motor dichte Ventilsitze hat. Die Ventilsitze im Zylinder sind aus Stahl, der Zylinder ist aus Aluminium und das Ventil, wenn es in den Sitz zurückkehrt, in den einzelnen Arbeitstakten, gibt die Temperatur, die Wärme vom Ventil an den Ventilsitz aus Stahl ab und der wiederum an den Zylinder nach außen in dem luftgekühlten Motor eben halt über diese Kühlrippen. Bei einem wassergekühlten Motor sieht das Ganze ein bisschen anders aus, aber funktioniert letztendlich ganz genauso. Was ist nun, wenn die Ventile vom Kipphebel gedrückt werden und die stehen offen? Was passiert dann? Auf der Einlassseite gar nicht so problematisch, weil auf der Einlassseite haben wir gelernt, da kommt Luft und die gleiche Menge Sprit auf beiden Seiten kommt über die offenen Einlassventile rein, währenddem sind die Auslassventile geschlossen. Dann beginnt der Arbeitstakt, es passiert eine Explosion im Zylinder, der Kolben wird wieder Richtung Kurbelwelle gedrückt und die heiße Luft wird im nächsten Arbeitstakt nach draußen befördert, über unsere Krümmer in den Auspuff an der Lambda-Sonde vorbei, hinten raus, mehr oder weniger laut oder leise. Wenn jetzt aber in diesen ganzen Takten im Prinzip das Ventil immer aufsteht, geht immer die heiße Luft an den offenstehenden Ventilen vorbei, beziehungsweise das Ventil kann sich nicht abkühlen, weil es hat keinen Kontakt zum Zylinder, null. Das geht so weit, dass eben Teile von diesem Ventil, von diesen beiden Ventilen oder von allen 4 Auslassventilen verbrennen können, die Ränder verbrennen, die Ventilsitze werden beschädigt, das Ganze wird auf Dauer sowieso undicht, also wenn man es dann selbst wieder richtig einstellt, kann es passieren, dass es gar keine Kompression mehr gibt, weil es einfach verbrannt ist an der Stelle. Und es kann so weit gehen, dass Ventile sogar abreißen oder eben so weit einreißen, dass sie vollkommen unbrauchbar sind, bis hin zu Motorschäden, die dadurch entstehen können. Ganz schön laut. So, also das ist ein ganz wichtiger Faktor, Ventile einstellen. Wenn ihr das nicht selber machen könnt, dann müsst ihr das machen lassen. Also ich habe schon Leute gehabt, die haben gesagt, ich habe gedacht, der Motor ist so robust, der muss das aushalten. Ja, diese Motoren, die sind auch robust, klar. Aber natürlich brauchen die Wartung und Pflege ganz normal. Ja? Und das steht in der Wartungsanleitung oder in der Wartungsvorschrift von BMW drin. Bitte alle 10.000 Kilometer Ventile einstellen lassen. Ganz einfach. Man kann es also umgehen, indem man das eben halt einfach regelmäßig macht. Wenn wir also die Ventile, wenn das alles in Ordnung ist, wir haben eine optimale Ventileinstellung, wir haben die Steuerzeiten, das setzen wir mal voraus, dass das stimmt, weil wenn die nicht stimmen würden, also die Steuerzeiten heißt letztendlich die Position der Nockenwelle zum Verhältnis der Kurbelwelle und das ist eingestellt über die Steuerkette. Jeder Zylinder hat seine Steuerkette, das heißt, die Kurbelwelle dreht sich, der Kolben kommt hoch und dann müssen eben in den einzelnen Arbeitstakten die Ventile öffnen oder schließen, je nachdem, was für einen Takt wir gerade haben. Stimmen die Steuerzeiten nicht, passiert Folgendes, der Kolben kommt von unten nach oben, 2 Auslass- oder 2 Einlassventile stehen offen, der Kolben freut sich auf den näheren Kontakt mit den Ventilen und die nehmen ihm das krumm und sind kaputt. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Steuerzeiten stimmen. Es gibt auch erstmal gar keinen Grund, warum die nicht stimmen sollen, wenn man nichts gemacht hat an dem Motor. Das heißt, wir haben einen Zylinder, der absolut dicht ist, wir haben eine gute Kompression, haben wir auch schon im Video gesehen, wie man die Kompression misst. Die muss vorhanden sein. Die Kompressionsmessung gibt einen Aufschluss auch darauf, in welchem Zustand sich die Kompressionsringe befinden.
Der Zustand der Zylinder gibt einen Aufschluss darauf oder kann einen Aufschluss darauf geben, in welchem Zustand sich der Ölabstreifring befindet. Wenn wir sehr starke Verkorkungen hier zum Beispiel haben, kann das ein möglicher Punkt sein, dass Ölabstreifringe oder Kompressionsringe eben defekt sind. Dafür können aber auch beispielsweise auf den Ventilen sitzende Ventilschaftdichtungen sein, die einfach undicht werden mit der Zeit, die eben halt auch mal erneuert werden müssen. Dann haben wir unseren Zylinder, wir haben die Steuerzeiten, wir haben die Luft, wir haben den Kraftstoff und der Motor läuft. Ja, jetzt ist aber die große Frage, warum läuft der eigentlich oder wie kann der denn überhaupt laufen? Woher weiß der Motor denn überhaupt, wann er was machen soll? Also das mechanische Gedöns ist klar, Kurbelwelle dreht sich das, Steuerketten und so weiter und so fort, passt auch. Aber wann weiß der denn, wann da Kraftstoff rein muss? Luft, das machen wir. Ne? Wir geben Gas, dann fahren wir. Oder wir machen das im Stand, was dämlich ist. Das ist das, was wir tun können. Wir können Gas geben, wir können Gas wegnehmen. Aber woher weiß er denn, wie viel Kraftstoff an welcher Position Kraftstoff dazugegeben werden muss? Ja, und das ist eigentlich ganz einfach. Hier oben sitzt ein kleines Männchen drin, das hat 3 Hebel und das ist natürlich Quatsch. Wir haben hier oben unser Steuergerät, die Motronik. Bei diesem Modell die Motronik 2.4. Wir haben vorhin gehört, dass wir hier einen Temperatursensor haben, der die Temperatur misst, die reinkommt. Das ist eine. Wir haben vorhin gesehen, dass wir eine Lambda-Sonde haben, dieses Ding hier. Die sitzt am Ende, also nachdem alles passiert ist, misst die etwas. Und wir haben auf der anderen Seite drüben unseren PODI, der misst, welche Stellung unsere Drosselklappe hat. Und von all diesen Informationen mehr gibt es nicht. Es gibt nicht mehr. Also die neueren Modelle, die haben dann noch 1200er, haben beispielsweise diese Leerlaufsteller, ne, die also den Leerlauf regulieren. Ja. Das sind nochmal so Punkte, aber wir sind jetzt hier bei der 11er bzw. 1150er. Da ist das nicht der Fall. Da haben wir Leerlauf eben halt manuell eingestellt. Von diesen ganzen Punkten entnimmt das Steuergerät die Informationen, in welchem Status aktuell das Motorrad sich befindet oder der Motor. Und zu dem Ganzen kommt noch der Hallgeber. Der eine oder andere hat von dem vielleicht schon mal was gehört. Der Hallgeber sitzt bei diesen Modellen hier vorne am Stirndeckel unter der Riemenscheibe für den Polyriemen und zeigt dem Steuergerät den Zündpunkt, den Zündzeitpunkt sozusagen. Und der kann auch eingestellt werden, ganz klar. Und der muss exakt eingestellt werden. Der muss nämlich genau so eingestellt werden, dass wenn der Zylinder sich auf OT, auf Zünd-OT befindet, dass wir hier unten diese Einstellung an dem Hallgeber machen können. Kommt auch noch ein Video irgendwann demnächst darüber. Da gibt es auch Probleme, beispielsweise bei dem Hallgeber, wenn man da vorne mit Wasser reingeht, also einen Gartenschlauch hier vorne schön in diese Luftschlitze reinpackt oder so, oder mit einem Hochdruckreiniger arbeitet, gibt es Feuchtigkeits- und Korrosionsprobleme. Das ist dann irgendwann, wenn die Maschinen gar nicht mehr laufen, nicht mehr anspringen wollen, dann kann das da unter anderem an diesem Hallgeber liegen. Diese Information wird auch ans Steuergerät gesendet. Und all die Informationen verarbeitet das Steuergerät dazu, dass im jeweiligen Arbeitstakt die richtige Menge Kraftstoff eingespritzt wird. Die Lambda-Sonde misst und sagt auch dem Steuergerät, okay, bisschen zu fett, bisschen zu mager, dann regelt die das ein. Dafür ist die Lambda-Sonde verantwortlich. Die Stellung der Drosselklappe gibt an, wie viel Gas gebe ich eigentlich, wie viel Sprit muss ich dazugeben. Diese ganzen Komponenten sind verantwortlich, damit dieses Konstrukt auch funktioniert. Und zwar mit der bestmöglichen Leistung, mit dem geringstmöglichen Aufwand an Kraftstoff, mein lieber Mann, und natürlich mit so wenig wie möglich Verschleiß. Das heißt, Verbrennungsrückstände oder Qualm aus dem Auspuff oder was auch immer. Ja? All das trägt zu einer ordentlichen Verbrennung oder zu einem ordentlichen Motorlauf bei. Ich habe ja hier so einen Zubehörauspuff.
dran und da hinten ist ein dB-Killer drin. Ne? Der macht das ganze Ding ein bisschen leiser und die Polizei zufrieden, sofern er da ist. Im Übrigen ist es auch so, dass so ein Zubehörauspuff, muss nicht dieser sein, kann auch irgendein anderer sein, ganz entscheidend dazu beiträgt, wie der Motor verbrennt und was da so im Motor passiert. Denn diese ganzen Dinge, diese Sachen, die errechnet werden von der Motronik, also vom Steuergerät, die Informationen, die sie sich holt von den einzelnen Punkten, die wir jetzt aufgezählt haben, die hat natürlich ein gewisses Schema, was weiß ich bin kein Steuergeräteprogrammierer, aber da ist ein gewisses Schema abgespeichert, nachdem der Motor richtig läuft. Und das ist nicht mit so einem Auspuff errechnet, sondern das ist errechnet mit dem Serienauspuff. Ne? Dieses schwere, elendschwere, silberne Ding da dran. Dafür ist das errechnet. Und in dieser Kombination läuft der Motor einwandfrei. Auch der Katalysator hier, dieser Vorschalldämpfer, hat ja eine gewisse Funktion in diesem ganzen Mechanismus. Machen wir den jetzt weg und machen da ein Y-Rohr rein, meinetwegen auch mit einer schraubbaren Lambda-Sonde, die da reingeschraubt wird, dann verändern wir den Abgastrakt. Ganz normal. Das heißt, es kann ja viel mehr Luft durchziehen. Hier zum Beispiel, wenn man da reinguckt, kann man da was sehen? Kann man nichts sehen. Da sind gerade mal 4 kleine Schlitze drin, ungefähr so 2,5 cm lang über dieses Rohr und ungefähr 1 cm breit, 4 Stück davon. Also es ist am Ende wahrscheinlich ungefähr der Querschnitt von diesem Durchlass hier. Und das ist so konstruiert, dass das Ding natürlich eine gewisse Lautstärke hat, aber eben halt auch eigentlich dem Originalauspuff für dieses Fahrzeug ohne weitere Einstellungen funktioniert. Ja? Deswegen ist er da. Was passiert aber, wenn wir den rausmachen? Es gibt ja so Leute, die machen das. Ne? Es gibt so Leute, die machen das, die machen den dB-Iter raus, packen den unter die Sitzbank, fahren dann zum Beispiel hier bei mir sonntags morgens um 7 Uhr 5-mal die Ortsstraße hoch und runter und finden es total geil. Ich finde es nicht geil, aber gut. Wenn wir das aufmachen und wir haben ein Rohr von vorne nach hinten, ohne Katalysator und ohne Auspuff oder ohne dB-Iter drin, ohne irgendeine Rückstaumöglichkeit des Abgases, verändert sich natürlich hier auch das Verhalten des Motors. Das heißt, wir können viel mehr Luft durchtransportieren, schicken aber viel weniger Kraftstoff dahinter, ja, weil ja Serie, na klar. Was passiert? Der Motor magert ab. Und was bedeutet abmagern? Abmagern bedeutet, der Motor läuft heißer, er wird viel heißer. Wenn wir das anfetten, dann wird er nicht so heiß, aber es kann sein, dass es eben zu Rußbildung kommt. Ne? Dass Zylinder verrußen, dass wir schwarzen Ruß aus dem Auspuff haben und so weiter und so fort. Anfetten können wir den im Prinzip dann mit mehr Kraftstoff. Ne? Luft haben wir gelernt, geben wir dazu, wenn wir Gas geben. Aber mehr Kraftstoff würde bedeuten, das Gemisch ist etwas fetter, mehr Kraftstoff drin. Können wir aber nicht machen. Wir haben hier keine Einstellschraube dran, wo wir sagen können, okay, jetzt pack mal hier einen halben Liter Kraftstoff durch, nicht nur ein Viertel-Liter. Geht nicht. Das heißt, wir müssten im Prinzip, wenn wir irgendeine Veränderung am Fahrzeug machen, das heißt, wir nehmen so einen Sportauspuff zum Beispiel oder so einen Zubehörauspuff, bauen den da dran. Der hat ein E-Prüfzeichen, alles gut, kein Problem, der ist auch nicht zu laut, alles gut. Für die Polizei, alles easy. Aber für uns ist ja der Motor wichtig, dass er läuft. Und dass er auch dauerhaft läuft, nicht, dass er irgendwie nach 20 Kilometern abkackt und Motorschaden hat. Für uns ist es doch interessant zu wissen, okay, ist das mit dem Auspuff eigentlich in Ordnung? Was passiert hier eigentlich in meinem Motor, wenn ich einen Zubehörauspuff dran habe, der komplett offen ist, wo nichts passiert? Wo kein Drallblech drin ist, wo kein dB-Iter drin ist und. Da muss man dran denken. Da müsste man eigentlich hingehen und müsste das Mapping verändern im Steuergerät. Das heißt, wir müssten dem Mapping, also dem Steuergerät sagen, der Software sagen,
Wir haben einen anderen Auspuff dran, wir haben einen höheren Durchsatz von Abgasen, von Luft und jetzt musst du ein bisschen fetter sein. Das heißt, das sind alles Dinge, die man beachten muss und die wichtig sind, dass wir sie überprüfen, das, was wir überprüfen können, dass wir sagen, wir stellen die Ventile ein, dass wir regelmäßig eine Synchronisierung machen. Ne? Es ist im Übrigen auch nicht gut, wenn ein Zylinder gut läuft und der andere nicht so gut läuft, ja? Weil der eine, der nicht so gut läuft, der wird immer mitgeschleppt von dem anderen. Das heißt, es ist ein erhöhter Verschleiß im Motor. Ja? Das heißt, man muss da schon danach gucken. Einspritzventile können wir nichts einstellen, aber wir können zum Beispiel sagen, okay, wir kaufen uns hier diese 12er Einspritzventile, die ausgeliefert sind, bauen die ein und hoffen damit, dass es besser wird, dass die Verbrennung besser ist. Ich habe die selbst noch nicht getestet, aber ich kenne einige Leute, die schon verwenden, schon seit einiger Zeit verwenden und die sagen, das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was hier original verbaut ist. Und dann muss man noch dazu sagen, der Preis hierfür liegt bei 120 € für beide. Und ich glaube, die Originale kostet, glaube ich, 140 oder 150 bei BMW. Dann haben wir zwar eine neue, aber wir haben immer noch zwei, von denen wir nicht wissen, was sie für eine Menge an Kraftstoff durchpumpen. Und zudem muss man Folgendes anmerken. Wenn wir unsere Fahrzeuge im Winter abstellen, 3-4 Monate, ist egal, ob das jetzt hier so eine GS ist oder was auch immer, ist egal. Dann gucken wir immer schön, dass wir im Tank irgendeinen Benzinstabilisator drin haben. Wir tanken ganz voll, wenn es ein Metalltank ist, dass er nicht rostet. Und gucken, dass wir einen Stabilisator drin haben und. Aber der Kraftstoff steht im System bis zum Einspritzventil, bis dahin, wo dieses kleine Magnetteil-Dingens ist, was aufgeht und Kraftstoff durchlässt. Bis dahin steht der Kraftstoff im Winter. Eine ganz geringe Menge an Kraftstoff, die hier drin ist, die auch vermischt ist mit Benzinstabilisator im günstigsten Fall. Ja, aber bei so kleinen Mengen ist es natürlich klar, wenn wir hier 70.000 Kilometer, 80.000, 100.000 Kilometer drauf haben und es steht immer irgendwie 3 Monate, dass da Ablagerungen drin sind. Also viele von euch kennen das vielleicht von Vergaserfahrzeugen, ja, wo man über den Winter den Kraftstoff abgelassen hat. Warum? Damit der Kraftstoff, der sich da in dieser Kammer befindet, nicht verharzt, keine Verkrustungen bildet und letztendlich den Vergaser unbrauchbar macht. Deswegen hat man den abgelassen. Und hier lassen wir es einfach drin stehen und denken, dann funktioniert es bis zum St. Nimmerleinstag. Das ist nicht der Fall. Deswegen ist das hier bereits, man sagt, ungefähr bei 40.000, 50.000 Kilometer Ausschuss und muss erneuert werden. Ja, das waren jetzt so die einzelnen Punkte, die wichtig sind. Mir war das nochmal wichtig mit den Ventilen, dass man das nochmal anspricht, ja, dass die Leute, die solche Fahrzeuge fahren, eben wissen, dass das gemacht werden muss. Lambda-Sonde nochmal ganz kurz. Die Lambda-Sonde, man sagt normalerweise ist eine Lambda-Sonde so ungefähr 100.000 Kilometer und dann sollte sie eigentlich erneuert werden. Und so eine Lambda-Sonde kann natürlich dafür verantwortlich sein und deshalb tausche ich sie auch aus, dass, wenn die hier zum Beispiel nicht mehr die richtigen Werte liefert ans Steuergerät, dass der Motor entweder angefettet wird oder abgemagert wird. Ja? Dafür ist die verantwortlich, weil sie misst im Prinzip das Abgas, die Abgastemperatur und sagt dem Steuergerät, ich bin so und so. Und wenn sie das eben nicht richtig macht, dann denkt das Steuergerät, der Motor läuft zu mager, macht ihn fetter. Oder andersherum, sie denkt, der ist zu fett und macht ihn magerer. Alles auf Basis von so einer Lambda-Sonde. Jetzt ist es so, dass so eine Lambda-Sonde, wenn man sie kauft, also die Originale, diese hier von BMW, die Serie drin ist, kostet 235 €. Und das ist jetzt keine Werbung hier, ich kriege dafür auch natürlich nichts. Die hier kostet 50 € und ist von Tills. Ich baue jetzt diese Einspritzventile da hinein. Das ist keine große Sache. Da sind schon die Dichtungen drauf. Hier liegen auch 2 Ersatzdichtungen mit bei. Da werden die alten einfach rausgemacht, die neuen eingesetzt.
und dann kann man den Motor starten. Lambda-Sonde, das mache ich, da seid ihr nicht dabei, ist egal, ist kein Problem, rausmachen, reinmachen. Beim Drehmoment ist es so, bei einer Lambda-Sonde, dass ihr einen offenen Schlüssel braucht. Es gibt spezielle Lambda-Sonden, Stecknüsse, die sind geschlitzt, wegen diesem Kabel hier. Ne? Oder ihr macht es halt einfach per Hand mit dem Schraubenschlüssel. Geht auch. So. Ich baue das jetzt alles ein. Wie das funktioniert, zeige ich euch auf einer Seite hier mit auf dieser Seite mit diesen Düsen. Wie gesagt, ist aber kein riesen Hexenwerk. Und dann ist es so, dass ich dieses Video, das was ihr jetzt gesehen habt, bis jetzt bereits im Mai gedreht habe und bin in der Zwischenzeit schon, weiß ich nicht, 2000 Kilometer jetzt gefahren mit den neuen Düsen und das Fazit und meine Aussage darüber, wie sich das verhält, auch mit der Lambda-Sonde, das seht ihr im Anschluss, wenn ich das Einspritzventil ausgetauscht habe. So, wir haben also hier das Einspritzventil, das steckt hier mit einem Gummidichtring drin und hier oben auch. Und hier haben wir unseren Stecker, das ist so eine Metallspange hier, die können wir nach oben wegziehen. Da kann man auch immer ein bisschen Kontaktspray reinmachen. Das verdrängt Wasser und schützt vor Korrosion. So, dann können wir den hier hochlegen, den Stecker mal. So, und dann haben wir hier so eine Metallspange. Und diese Metallspange arretiert das Einspritzventil in diesem Halter, der hier an der Drosselklappeneinheit fest ist. Den können wir einfach so mit der Hand abziehen. Und da müssen wir später gucken, dass das wieder genau in der Nut drin sitzt. So, und dann nehmen wir uns hier einen Imbusschlüssel. So, dann können wir die aufmachen hier. Bei der Arbeit natürlich nicht rauchen, nicht essen und nicht trinken, weil wir es hier mit Kraftstoff zu tun haben. So, das sind 2 Schrauben. Wir brauchen hier auch keinen Adapter oder so irgendwas, sondern das wird 1:1 getauscht. So. Da kann es jetzt sein, müssen wir mal einen Lappen nehmen, kann es jetzt sein, dass da ein bisschen Kraftstoff rausläuft. So, seht ihr, ne? Das sitzt hier. Müssen wir natürlich auch aufpassen, dass alles da ist, was hier dran gehört, Dichtung. Ne? Die wird ja auch alt mit der Zeit. Hier ein bisschen WD-40 reinmachen. Diese Kunststoffschläuche nicht knicken, die können nämlich brechen. So. Geht ein bisschen schwer. So, wir nehmen uns den Lappen da drunter. Na, wir haben hier dieses Dichtungsgummi, die Einlassseite. Und hier oben haben wir, ich sehe das nicht genau, sind 4 Löcher drin. Man könnte die jetzt auch testen, wie gut die funktionieren, aber ich habe so eine Testvorrichtung nicht. Ist jetzt eigentlich auch uninteressant, weil das sind die Serien-Einspritzdüsen und die sind halt nunmehr jetzt seit knapp 72.000 Kilometer da drin. Ja, und deswegen machen wir die neu. So, dann kann man hier mal reingehen mit einem Wattestäbchen. Kann das sauber machen. Gleiches gilt für hier. Das kann durchaus auch mal ein bisschen dreckiger sein. Wie gesagt, da sollte euch nichts reinfallen, weil das liegt dann im Ansaug vor den Ventilen. Wenn euch da was reingefallen ist, müsst ihr hier alles auseinanderbauen und gucken und hoffen, dass die Ventile zu sind, die Einlassventile, und ihr das daraus fischen könnt. Ist das nicht der Fall, wisst ihr Bescheid, was passiert. Zylinder runter. Das hier ist einfach nur ein Loch, da ist ein Loch in diesem Kanal, mehr ist es nicht. Hier ist die Drosselklappe drin, schräg, fertig, das war's. Und jetzt können wir im Prinzip schon das neue Ventil einbauen. Rechts, links, egal.
So, beim neuen, wenn wir das im Vergleich mal sehen, das ist das alte. Ne? Sehen wir hier schon, der Durchlass ist schon ein anderer, ne? Ist größer. Hier ist der kleiner. Von der Bauart ist es dasselbe, ne? Genauso lang. Auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Wir haben auch vier Löcher. Ja, 4. Und eben halt die Dichtung hier ganz klar wie gehabt. So, und dann drehen wir das nach oben. So, dann haben wir hier eine Nut, ne, diese kleine Nut. Ich versuche das mal zu zeigen. Diese kleine Nut. In dieser Nut muss letztendlich dieses Blech sitzen dann. Wir müssen es also so weit reindrücken, dass das Blech am Ende runterfällt auf den Boden. Nee, natürlich nicht. So, das da rein. Das können wir aber später auch noch machen. So. Man merkt also schon, dass die Dichtungsgummis alleine, weil sie neu sind, viel strammer da reingehen. Ja. Das ist alleine auch schon ein Punkt. Wenn die Dichtungsgummis mit den Jahren eben kleiner werden, dann kann dort auch Dreck und vor allen Dingen Fehlluft reingehen, die dann auch wieder zu Problemen führt. So. Und jetzt können wir hier dieses kleine Blech, das muss in die Führungsnut. So, genau. Die ganzen Dinger sind dann hier drehbar. Ich stelle mir das hier so hin, dass die Stecker nicht nach oben hierher zeigen. Also viele haben die hier hoch stehen. Es gibt hier auch eine Verblendung dafür. Und dann können wir hier einfach den Stecker aufsetzen. Dazu muss dieser Halteclip eben parallel zum Stecker sitzen. Sieht man hier aber auch. So, und das war es eigentlich schon. Dann geht das Kabel hier rüber. Das ist drin, arretiert. Wir drehen die beiden Schrauben noch fest. So sieht es jetzt dann aus. Sicherungsclip ist fest, das heißt, er kann nicht rausrutschen. Und durch die neuen Dichtungen oben wie unten ist das Ganze schön dicht und funktioniert. So, ich mache jetzt noch die andere Seite und dann geht es wie versprochen mit dem Fazit weiter. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich habe mir gedacht, ich mache das bei dem schönen Wetter hier draußen. Ich hoffe, dass die Windgeräusche nicht allzu stark sind. Ich bin jetzt mittlerweile ca. 1500 Kilometer gefahren. Das sind so roundabout 4 Tankfüllungen, die ich getankt habe. Und habe natürlich vorher nochmal die Ventileinstellungen kontrolliert und auch die Synchronisierung kontrolliert. Das ist so eine wichtige Vorarbeit, die ihr natürlich machen müsst, wenn ihr diese Ventile einbaut, damit es auch am Ende ein Ergebnis gibt. Was habe ich alles festgestellt? Ich habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Also als allererstes war es natürlich so, nachdem der Motor die Ventile drin hatte und alles fertig zusammengebaut war, war das Anspringverhalten, also Kaltstart, deutlich besser. Also im Vergleich zu vorher war es schon okay, aber mit diesen neuen Ventilen, und es kann natürlich auch sein, dass die Lambda-Sonde jetzt einen Teil dazu beigetragen hat. Im Prinzip hätte ich das nacheinander machen müssen, also erst nur die Ventile tauschen mit alter Lambda-Sonde und dann die Lambda-Sonde tauschen, um da ein genaues Ergebnis zu haben. Aber so genau muss das Ganze nicht sein. Dann habe ich weiter festgestellt, dass der Motorlauf im kalten Zustand, also ab dem Startzeitpunkt ohne Kaltstartanhebung, viel ruhiger war. Also es war keine Vibration da, es war einfach so vom Gefühl her, war das einfach
ein deutlich besserer, ruhigerer, sanfterer Motorlauf. Im Weiteren, auch im Stand getestet, war die Gasannahme wesentlich besser zu vorher. Und das natürlich auch eigentlich in dem gesamten Drehzahlbereich, also beim Fahren dann später. Ich habe das alles erstmal so im Stand getestet und dann bin ich natürlich losgefahren, die ersten paar Kilometer, die ersten paar 100 Kilometer, und da war dieses Ergebnis im Prinzip immer das gleiche, egal in welchem Drehzahlbereich. Gasannahme war also deutlich besser gewesen. Konstantfahrruckeln hatte ich vorher etwas, aber nicht sehr stark. Also das war ja durch die Synchronisierung so ein bisschen auch schon ausgeglichen. Es war nicht extrem bei mir da. Aber jetzt mit den neuen Ventilen überhaupt nicht mehr. Also in keinem Gang, bei keiner Drehzahl gibt es ein Konstantverruckeln. Das ist natürlich schon sehr nervig, wenn man das sehr stark hat und naja, je nachdem, in welchem Gang man fährt, dann hoch oder runterschalten muss, weil der Motor nicht genau weiß, soll ich jetzt Gas geben oder soll ich jetzt kein Gas geben. Ja. Im Gesamten läuft der Motor ruhiger, also auch Vibrationen, die im höheren Drehzahlbereich, sagen wir mal bei 3.500 bis 4.000 Umdrehungen da waren, sind nicht mehr da. Natürlich, es wäre gelogen, wenn ich sage, der Motor hat keine Vibrationen. Es ist ein Zweizylindermotor, es ist kein neuer Motor, es ist ein Boxermotor. Natürlich gibt es Vibrationen, aber das, was vorher da war an Vibrationen, hat sich geändert und ist nun weg. Ja, dann der Kraftstoffverbrauch. Kraftstoffverbrauch ist ja immer so relativ. Ja? Also ich habe lange Zeit zuvor gemessen, also in dem alten Zustand mit Original-Endtopf, mit relativ neuen Zündkerzen, lag ich immer so etwa bei 5,6, 5,7 Liter. Und jetzt nach diesen ganzen Fahrten, die ich gemacht habe, ich habe natürlich versucht, die Fahrten so, also nur Fahrten zu berechnen, bei denen es etwa gleiche Strecke war. Also jetzt natürlich nicht einmal sehr kurvenlastig, irgendwo eine Strecke im Schwarzwald und dann wieder gemessen auf einer Autobahnstrecke. Nein, also ich habe schon so versucht zu messen bei etwa gleichwertigen Strecken. Und da hat sich letztendlich ein Durchschnittsverbrauch ergeben von 5,1 Liter. Also etwa 0,5 bis 0,6 Liter weniger Sprit auf 100 Kilometer. Das ist schon eine Nummer. Kann natürlich in meinem Fall auch wieder auf zum einen die Düsen, aber zum anderen auch auf die erneuerte Lambda-Sonde zurückzuführen sein. Ich bin so ein Typ, ich stecke meinen Finger immer gerne da hinten in den Auspuff rein, um zu testen, wie viel Rußbildung denn am Auspuff oder beispielsweise am Kofferträger sich da abbildet. Das war bei mir vorher schon relativ wenig, aber immer eben halt auch spürbar. Also ein bisschen ist sowieso immer da, ganz klar. Aber nach der Umrüstung, nach dem Umbau ist da so gut wie gar nichts mehr. Also wenn man den Finger dahin hebt und so ein bisschen reibt, ist so ein leichter Hauch schwarz, ganz leicht. Das war vorher etwas mehr gewesen. Da hat sich also etwas verändert. Aber auch das ist jetzt nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass das jetzt nur auf die Düsen zurückzuführen ist. Ja. Das kann auch in dem Fall wieder was mit der Lambda-Sonde zu tun haben. Dann habe ich natürlich, ich bin zuvor mit dem Original-Endtopf gefahren und habe ja dann später den Akrapovic-Auspuff nachgerüstet und mit dB-Killer drin, ganz klar. Da hat sich nach dem Umrüsten, also ich habe die Tilzdüsen noch nicht drin gehabt und auch die Lambda-Sonde noch nicht drin gehabt, aber den Akrapovic nachgerüstet. Und da habe ich festgestellt, dass ich im Endtopf wie so Nachverbrennungen habe. Ne? Gerade wenn man Gas wegnimmt, im Schiebebetrieb fährt, dass er eben halt ein bisschen hinten knallt, ganz leicht. Das hat mich natürlich gestört, aber dieses war dann mit dem Akrapovic und der neuen Lambda-Sonde sowie den Tilzdüsen weg. Gar nichts mehr.
Also wer das gleiche Phänomen hat, das kann natürlich damit zusammenliegen, dass eben unverbrannter Kraftstoff da hinten ankommt und dass es dann da etwas knallt. Die Brennräume habe ich jetzt nach 1400 Kilometer oder nach 1500 Kilometer natürlich auch endoskopiert und reingeschaut. Da ist es so, dass es natürlich aus den vergangenen Jahren Ölverkorkungen gibt, also auf dem Kolbenboden so ein bisschen eine Verkrustung. Und wenn ich die Bilder vorher-nachher vergleiche, ist es so, dass auf beiden Zylinder auf dieser kurzen Distanz von 1500 Kilometern und den relativ wenigen Sprit, den ich da durchgelassen habe, eine Verbesserung, was die Ölkohlebildung angeht, da ist. Das heißt, es findet ein Abbrand eben halt statt. Das werde ich aber nochmal, ja, da müssen wir so 2.000, 3.000, vielleicht 4.000 Kilometer vergehen und dann nochmal schauen, wie das da dann letztendlich aussieht, ob das noch exakter ist. Also es ist auf jeden Fall brennraumtechnisch, hat sich etwas verändert. Das spiegelt sich in den Ventilen wieder. Also die Ventile sind etwas sauberer. Der Kolbenboden beginnt etwas weniger Verkrustungen zu haben. Das brennt auch am Außenrand so ein bisschen weg. Man sieht es, dass es dort eben freier wird. Und das wird sich wahrscheinlich in der Zukunft noch weiter verändern. Und darüber werde ich dann auch nochmal, wenn ich da ein tatsächlich sichtbares anderes Bild habe, das dann nochmal in irgendeinem Video dann einfließen lassen. Also Brennräume werden sauberer. Das ist natürlich bei einer ordentlichen Verbrennung dann auch klar, dass dann das Ganze eben nach und nach, aber das dauert halt seine Zeit, bis das dann tatsächlich ein Bild macht. Und zum guten Schluss kommen wir zu den Zündkerzen. Ich habe 3 Bilder von Zündkerzen und ich blende euch jetzt mal das erste Bild ein. Und zwar ist das die Zündkerze, als weder die Tilzdüsen noch die Lambda-Sonde noch der Akrapovic-Auspuff montiert waren. Man sieht, dass die Zündkerze verrußt ist. Die waren beide trocken, also die haben beide etwa das gleiche Bild immer. Deswegen habe ich hier jetzt nur eine genommen. Zumal ich nicht mehr so genau zuordnen kann, welche Zündkerze rechts und links war. Deswegen nehmen wir die eine. Also das war, bevor alles gemacht war. Das zweite Bild, was ich euch jetzt einblende, ist mit dem Akrapovic-Auspuff, aber ohne die neue Lambda-Sonde und ohne die Tilzdüsen. Und da sieht man, also das ist meines Erachtens so, dass das Ganze etwas zu mager ist. Das hat sich auch an den Ventilen so ein bisschen wiedergespiegelt. Es war etwas magerer. Und zu guter Letzt das dritte Bild, genau jetzt, mit Akrapovic-Auspuff, neue Lambda-Sonde und den neuen Tilzdüsen. Und ich finde, diese Zündkerzen, die sehen übrigens auch beide gleich aus, können sich sehen lassen. Das ist ein ganz, ganz ordentliches Zündkerzenbild. Das sind so die Fakten, die ich so jetzt wahrgenommen habe auf der relativ kurzen Distanz von 1500 Kilometern etwa. Und ich muss sagen, das bestätigt eigentlich nur das, was ich bislang über diese Tilzdüsen gehört habe. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass die Lambda-Sonde ihr Nötiges auch dazu beigetragen hat, aber nun ist eben halt beides neu und beides verrichtet seinen Dienst einwandfrei. Und für all diejenigen, die jetzt im Prinzip sich denken, okay, das mit den Tilzdüsen, das ist eine ganz gute Sache und vielleicht auch für die Lambda-Sonde nach 50, 60, 70.000 Kilometer dran denken, die auch zu tauschen, kann ich nur sagen, für mich hat es in jedem Fall etwas gebracht. Das ganze Motorrad, das ist einfach so eine Sache, das kann man schwer erklären. Das ganze Motorrad, das fährt sich einfach besser. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Besser, agiler und vielleicht ist auch ein bisschen der Kopf da mit drin, das mag sein, aber es gibt natürlich schon Fakten, die dafür sprechen. Das war's dazu. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bleibt dran. Bis dann. Ciao, ciao.